Ja, wir würden Heike noch zu Wort bitten und danach machen wir eine allgemeine Fragerunde für alle Vortragenden. Dann kann nämlich Heike noch übersetzen. Dann würde ich sagen, mache ich nur noch den Abschluss kurz und wir sind alle schon wahrscheinlich auf dem Weg zur Afterparty, ne? Und dann mache ich das kurz und Brücke und schlage nur eine kurze Brücke zwischen den beiden und dann gibt es eine Q&A, ne? Ja. So machen wir es, ne? Ja. Das klingt gut. Ja, ne? Ja, gut. Also. Ich mach die Brücke. Hallo, mein Name ist Heike. Ich mache zusammen mit meinem Mann Jens, wir haben eine kleine Farm in Vermont, wo wir vor... Oh, den brauche ich auch noch, ne? Ja, okay. Oben. Wo wir im Jahre 2007, glaube ich, hingezogen sind aus New York City. Und zuvor waren wir 5 Jahre in New York und haben einfach einen ruhigen, schönen Platz gesucht, etwas weiter nördlich. Sind nach Vermont gekommen, auch weil das lokale Food System, wie man so schön auf Englisch sagt, da sehr, sehr gut, stark ausgeprägt ist. Was ihr gehört habt, ist das wirklich ein Staat, der wirklich sehr viel Wert legt auf die Zusammenarbeit von vielen Lebensmittelherstellern, vom Farmer bis zum Producer. Und wir haben dieses Haus gekauft und haben dann hier auf diesem Stück, das ein Anbau war, eine kleine Bakery gebaut. Und hier ist ein kleiner Wood-Fired Oven, also ein Holzofen, der dann da rangebaut wurde. Und wir haben uns gedacht, wir backen ein bisschen Brot für den lokalen Farmers Market. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt und wir haben ein Rieseninteresse gehabt an den Broten. Aber wir haben auch gemerkt, dass Leute einfach interessiert waren. Wie macht man so Brot und was gehört dazu? Und viele liebten Brot, aber waren einfach gewohnt oder mit sehr schlechtem Brot, gerade in den 80er, 90er Jahren ist, glaube ich, die Brotqualität überall runtergegangen. Und in Amerika natürlich auch. Und die kleinen, sag ich mal, Bäckereien, was ja Sarah schon sagte, es ja eigentlich nie so richtig gab, die waren natürlich dann quasi prallten auf das Interesse der Menschen einfach, dass sie einfach jetzt auch mal gutes Brot essen wollten. Und dann war da so eine kleine Brücke, die wir da ein bisschen geschlagen hatten. Und viele haben sich interessiert dafür, was wir so machen und wie wir das Brot backen. Und muss ich mal gucken, welchen Knopf ich hier drücke, den obersten links, rechts. Ah ja, da. Also wir haben dann Brotbakery gegründet. Brot, klar, logisch. In Amerika kennt man das Wort Brot nicht, aber hier ist es relativ bekannt, ne, in diesem Raum. Und deshalb haben wir gedacht, irgendwie, wir machen das ganz interessant für die Amerikaner und bringen denen mal bei, wie man Brot ausspricht, haben aber nicht bedacht, dass das Wort Brot auf Englisch wirklich für Englisch sprechen oder Amerikaner sehr schwer auszusprechen ist. Es endet meistens darin, dass ich Broad höre und dann denke ich immer, naja, vielleicht war das doch nicht so eine gute Wahl, aber jetzt sind wir damit, jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir alle Schilder, nee, ist ja auch 10 Jahre später ist es wirklich auch dann okay und viele Leute haben im Prinzip auch gelernt, dass es heißt nicht nur Pain, für vielleicht die französischen Pain oder Pain Quotidien, das ist so ein bisschen bekannt, aber jetzt kennt man in Amerika auch schon das Wort Brot. Und wir haben dann angefangen, so ein bisschen zu gestalten, ein bisschen als Backschule, so an den Wochenenden. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass es einfach zu viel ist, wenn ich jetzt an den Wochenenden noch irgendwelche Backkurse gebe und in der Woche für den Farmers Market backe. Und an irgendeinem Punkt musste ich mich entscheiden, weil man kann irgendwie 2 Sachen, finde ich, nicht so richtig gut machen. Ich dachte, ich fange einfach an und ich habe dieses Interesse immer wieder gemerkt, dass die Leute wirklich super gerne backen und ich immer gefragt wurde, wie macht man dieses Brot und was ist eigentlich ein Sauerteig und dann würde ich das doch gerne mal probieren und dann habe ich angefangen, dann so ganz, ganz simple Sauerteigkurse zu geben. Eigentlich, was ist ein Sauerteig und was kann man mit dem alles machen, um so ein bisschen die Schwellen runterzubringen. Und wenn man natürlich an eine Schule denkt, und dann habe ich so langsam diesen Übergang gefunden zu einer Schule, dann war das Brotbacken natürlich immer noch meine Liebe, aber es war auch schön, es weiterzugeben. Einfach Leute, die Interesse hatten zu backen, zu sagen, es beginnt nicht nur beim Getreide. Und Brotbacken ist also nicht nur das gute Getreide, was viele von uns ja heute überall in den Vorträgen gehört hatten, oder das Feuer, der Holzfeuer,
der Holzofen, sondern es ist natürlich auch einfach eine Geschichte. Die Geschichte des Backens, ich finde, die ist ganz, ganz wichtig, wenn man lehrt, also wenn man Kurse gibt, wenn man Leute begeistern möchte für gutes Brot. Und ich habe mich mit einigen Bäckern heute unterhalten. Das ist natürlich auch in einer Bäckerei wichtig, das weiterzugeben. Aber ich finde so ein bisschen ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen ganz unten an der Kette und fange an, die Leute erstmal zu begeistern für den Geschmack. Weil oftmals in Amerika ist der Geschmack wirklich, da kann man, was ja auch Sarah so schön sagte, da gibt es ja keine Geschichte. Man kann ja wirklich anfangen mit, wie schmeckt denn das und wie schmeckt das? Und die Leute sind offen, weil sie haben halt nicht diese Erwartung, ein Roggenbrot muss so schmecken, ein Weizenbrot muss so schmecken, ein Baguette muss so schmecken. Das ist einfach super offen und man kann da ganz tolle Sachen mitmachen. Also man kann wirklich mit Brot backen, kann man wirklich, im Prinzip ist das ja eine Zusammenführung von Wissen, also die technischen Grundlagen natürlich, Ernährungsgrundlagen, Kultur, aber es ist auch, wie schaffe ich eine Gemeinschaft um das Brotbacken herum und wie präsentiere ich dann dieses Brot, was Sarah natürlich immer ganz toll, ganz, ganz toll hinkriegt. Sie ist auch eine der Lehrerinnen, die bei uns unterrichten. Und deshalb, da kommen wir auch wieder, was haben wir für einen Austausch, was Blair und Andrew sagten, der Austausch zwischen Lehrern, zwischen Farmern, zwischen Bäckern. Und zu einer Gemeinschaft gehört heutzutage, also oftmals auch, also in meinen Metiers sehe ich das ganz stark, natürlich diese Social Media, aber auch die nicht vergessen, dass man immer noch einfach mit den Menschen auch selber einen Austausch hat. Also dass man nicht nur die Social Media einsetzt, sondern auch wirklich noch sich selber mit rausgeht und die Menschen anspricht. Und das heißt, ich sage immer, ich mache viele Sachen, create knowledge, also Wissenschaften ist eine Sache, also was ist ein Sauerteig überhaupt? Das ist meine Stunden Sauerteig, die Sourdough 101, wie ich sie nenne, sind die meistgebuchtesten Kurse. Und die sind einfach deshalb so beliebt, weil es ist einfach eine riesen Hemmschwelle für Leute, mit Sauerteig zu backen. Das ist meine Erfahrung. Das mag in Europa anders sein, weil es doch ein bisschen bekannter ist vielleicht. Und man kennt Sauerteigbrot, aber die Hemmschwelle, einfach mit einem Sauerteig zu backen, die muss man erstmal überwinden. Das heißt, ich suche nach 10 Jahren immer noch nach der besten Erklärung, wie ich einem Anfänger erkläre, was ein Sauerteig ist. Falls jemand eine Idee hat, ich bin noch heute Abend hier, also es ist wirklich nicht einfach, ich glaube, so diesen Gedankengang in Schwung zu bringen und auch zu sagen, es ist jetzt auch nicht so ein Buch mit 7 Siegeln. Ne? Also man kann das durchaus hinkriegen. Jeder kann es hinkriegen. Dann ist es natürlich die Education. Wo kommt wirklich Brot her? Ne? Was gibt es für eine Geschichte auf der Welt über Brot? Die zu erzählen und die Leute dafür zu begeistern, das ist auch immer sehr spannend. Wir kreieren auch so ein bisschen einfach die Schönheit einfach um nicht nur Brote, aber auch Backwaren an sich, die man einfach dann, finde ich, immer, wo man Leute auch sehr, sehr schön für begeistern kann. Sehr schön begeistern kann. Und dann wirklich verschiedenste Sachen aufzugreifen, von Roggen bis einfach, hier so Stollencracker sind das hier, so die da sind. Das sind einfach Sachen, die einfach unheimlich Spaß machen auch. Aber das Wichtige für uns ist einfach was auch Blair und Andrew gesagt hatten, diese Community von Backenthusiasten zu schaffen. In einer Schule ist das ein ganz toller Ort, weil da kommen Menschen zusammen, die gerne backen. Und man kann sie begeistern, man kann Geschmack weitergeben, man kann Freude am Backen weitergeben. Aber man kann auch viel erzählen, wo das Getreide herkommt. Und somit gehen die dann als Kunden raus am nächsten Tag. Ich denke immer, die meisten, die diesen Kurs verlassen, gehen am nächsten Tag mit ganz anderen Augen in eine Bäckerei. Das muss man auch so sehen, weil die haben dann einen ganz anderen Blick bekommen und gehen dann am nächsten Tag wirklich und fragen danach. Sind dann die Kunden, die dann fragen, wo kommt das Getreide her? Wie habt ihr das gemacht? Ne? Also, weil die haben ja schon diesen Einblick gekriegt. Und ihr seht ja, Sarah ist ganz recht. Sie hat dann einen Kurs gegeben bei uns und ja, es ist immer ganz toll, diese Community dann zu haben. Es verbindet Menschen, ne? Backen verbindet Menschen. Und heute, wo in den Familien nicht mehr so viel gebacken wird, ist das auch ganz wichtig, denke ich. Und es verbindet Menschen auch hinterher, ne, beim gemeinsamen Tasting, wie wir das gerne nennen, immer wieder sehr schön. Wichtig ist für uns auch immer in unserer Schule jetzt ganz
ganz tolle Lehrer einzuladen, die einfach unheimlich viel Wissen haben, aber die auch sehr kreativ sind, aber auch nicht in ihrem Denken eingefahren sind, sondern einfach Spaß haben daran, Wissen, aber auch Freude am Backen weiterzugeben. Also wir haben hier einen guten Bäcker von der Ostküste, Richard Miskowicz, und wir hatten Sarah, das ist Randy von einer Bäckerei in Vermont, der unterrichtet. Und ich finde immer, am Ende darf man, gerade wenn man unterrichtet, den Spaß an der Sache nie verlieren. Man muss immer irgendwie, ich glaube, das Begeistern der Leute, das begeistert den Kunden, der rausgeht in die Bäckerei, und das begeistert ihn vielleicht auch, einen Kurs zu belegen, nochmal einen Kurs zu belegen und dann zu Hause vielleicht auch selbst zu backen. Und deshalb denke ich, freue ich mich natürlich wenn ihr mal nach Vermont kommen solltet, auf jeden Fall über Besuch in unserer Bakery. Und ansonsten vielen Dank und Fragen jetzt natürlich für uns alle sehr gerne. Ja. Danke, Heike. Dankeschön. Kommt ihr noch mal dann? Den Besuch können wir sehr empfehlen. Also, sobald die USA-Reise ansteht, fahrt nach Vermont zu Heike. So, jetzt sind wir offen für Fragen. Genau, nehmen wir alle Sarah, amerikanischen Gäste Blair, auf die Bühne. Ja, komm. So, habt ihr Fragen? Einmalige Gelegenheit. Da hinten. Hast du noch ein Mikro? Zum Rausgeben? Ja. Zum Rausgeben? Ja. Entschuldigung, das war der Finger, gell? Gerne auch auf Deutsch fragen. Ja. Ich frage es jetzt auf Deutsch, dann verstehen es auf jeden Fall alle. Ich will eigentlich nichts fragen, sondern ich wollte nur sagen, dass ich das ganz toll finde und dass man eigentlich auf der ganzen Welt so handeln müsste, in der Hoffnung, dass das alles mal noch besser wird. Und eigentlich alle diejenigen, die jetzt hier sind, die müssen rausgehen und müssen das weitertragen, damit sich da vielleicht mal was ändert. Das wollte ich sagen. So she was just giving a comment that it's really great to come together, like what we all said, to come together as a community to exchange ideas, and that everybody should really go out. Everybody who's here tonight even should go out and bring out, the taste and the feeling and the fun and the enthusiasm of good bread into the world. Gibt es noch weitere Handzeichen? Ja? Ja. Ja, mich interessiert mal die Arten von Weizen, den ihr in Amerika anbaut. Um die Qualität. Wir waren selber vor ein paar Jahren in New York. Ich sag mal, das Brot, was industriell hergestellt wird, ist nicht gerade berühmt in Amerika. Und wir hatten ja vorhin diesen netten Beitrag über die Züchtung von Weizenkorn. Wird das in Amerika auch betrieben? Und welche Arten haben sich bei euch durchgesetzt? Oder besteht auch vielleicht ein Austausch zwischen Europa und Amerika, um halt auch wirklich gutes Korn anzubauen? Ja, danke. Ich glaube, das Brot in den USA ist irgendwie ja doch schon quasi weltberühmt für seine schlechte, ich wollte gerade sagen, für die Art, wie es ist halt, nämlich also im Prinzip dieses Wonder Bread, ne? Dieses, dass man zu Ball kneten kann und ich habe schon gehört, das kann man auch gut als Isolationsmaterial benutzen, habe ich schon gehört. Aber anyway, es hat also Berühmtheit schon durchaus. Ne? Aber, so the question was if the bread that the wheat that is mostly used in the US, if there are varieties, if there are like choices of varieties, and also where there if there are collaborations and also maybe even collaboration on an international level, which I don't think so, but maybe you know it, and also you've been to the bread lab, so you might know a little bit, or yeah, and you as well, no? You've been also to the bread lab, no? Yeah. Yeah, we both. True, and you work with them. Yeah, you collaborate with them, no? Yeah. Yeah. I can speak just quickly to the wheats that we use. I think you have to for the tent. You push it up. Oh, yep. Sorry. I can speak to the wheats that we use in the bakery and the varieties that we choose to
to bake with are essentially what grows best for the farmers we work with. So it's of vital importance to us that the grains that we use or that we talk to the farmers about using grow well for the farmers, because if they are not yielding well and if they are not good quality, it does no service to the people who are growing them, because in order for it to be profitable for the farmers, they need to have a decent yield. And so we work really, really hard with the Washington State University Bread Lab and a couple universities in our region to be able to do research on the grains that grow best in our area. And there's a lot of really exciting things, like that we find that there's a lot of like hard red winter wheats grow well. Rye grows very well for us. Einkorn does not have so much success in Vermont. So for us, we don't bake with einkorn because our farmers can't grow it successfully. That being said, there's a lot of exciting work being done with population wheats and other sorts of varieties that are coming onto the market that's going to be able to increase the viability for the farmers. I'm going to speak to, and yeah. I think just for quick translation, so Blair hat also wirklich gesagt, dass für sie ist es also ganz wichtig, dass das Weizen, was angebaut wird, wirklich oder das Getreide, das angebaut wird, für die Farmer, mit denen sie zusammenarbeiten, funktioniert. Also es gibt durchaus, wie gesagt, das Bread Lab, es gibt auch an der University of Vermont gibt es halt eine große Abteilung, die halt sich auch damit beschäftigt, die auch so ein Trial Fields hat, wo auch Dinkel angebaut wird und wo verschiedene Sorten angebaut werden. Aber es muss halt für den Nordosten passen. Und Amerika, wie wir wissen, ist ja hat ja viele Klimazonen. Und es ist sehr schwer, glaube ich, in einem so großen Land ist es wirklich sehr schwer, wirklich für alle irgendwas zu machen. Deshalb ist das sehr regional speziell. Und der Nordosten ist da ganz anders wie Kalifornien, wo jetzt die Sarah ist. Aber es wird was getan. Es könnte mehr sein. Ich denke mir, es könnte mehr passieren. Aber es wird wahrscheinlich auch jetzt mehr passieren, weil, wie gesagt, wir bringen es ja raus, wir alle bringen es ja raus in die Welt, dass wir etwas anderes wollen, als einfach nur das Brot, wo man die Ritzen mitstopfen kann. Ne? So, also. So, hier vorne war noch eine Frage? Ja, dann später. Ich habe eine Frage bezüglich, wir haben Freunde in North Carolina, in Charlotte. Und meine Freundin ist ganz am Verzweifeln. Sie möchte gerne selber backen, aber sie bekommt kein hochwertiges, qualitatives Mehl. Jetzt ist natürlich meine Hoffnung, wenn ich euch schon hier habe, ob wir uns nachher austauschen können bezüglich, wie komme ich an gutes Mehl in Charlotte über euch. Yeah. So she was asking, she has a friend in North Carolina who would like to bake but has no access to really local grains. And I think my answer would be now to just kind of like really order it online from good mills that are in the region, like Carolina, or other mills. Yeah. And so, ich denke, die Resources sind da, aber wie wir gerade eben schon sagten, es ist ja ein riesengroßes Land und man muss wirklich dann in dem Falle ganz oft auf Online-Bestellungen ausweichen. Also es gibt lokale Mühlen, es gibt auch einen in der Region direkt. Es gibt schon viele, aber man muss sie kennen und man muss dann oftmals online bestellen. Also es ist ja alles nicht so eng besiedelt wie hier in Europa, sodass man dann doch oftmals auf Online-Bestellungen ausweichen muss. Aber es ist möglich. Deswegen wäre der Austausch ganz klasse gleich. And that's one of the exciting things about, if you're looking where there's people opening up bakeries, to be able to pick a region and say North Carolina, oh, there's a regional grain mill that is now Carolina ground that's there, and these small scale mills that are using making these high quality organic flours for the bakers, So. Ja, man sieht also schon auch daran, wenn man sich überlegt, dass schon allein nur American Stone Mill, also was Andrew macht, 200 Mühlen gebaut hat in den letzten Jahren. Die sind ja irgendwo, ne? Und irgendwo da sind auch Menschen, die Getreide anbauen. Und das heißt, es ist einfach es fängt an, wirklich sehr, sehr dicht zu werden und sehr, sehr schön zu werden mit der Auswahl langsam. Okay, dann geben wir das Mikro einmal vor in die erste Reihe. Danke sehr. Yeah, thank you very much for all of your insightful presentations, first of all. Ich kann auch die Frage auf Deutsch stellen, sonst dann... Ja, ist besser.
Yeah. Okay. I'll just continue in English then. I've got a question to you guys, Andrew and Blair. When you talk about freshly milled flowers, like what is the process when you are baking or when you're milling it? Like, are you storing it in after milling, or are you directly using it? Because I'm not really familiar with like using freshly milled flour in the sense of directly using it. So, or how are you doing it? Yeah. So if we mix on Monday and bake on Tuesday, we would mill on Saturday, Sunday, or Friday, Saturday. So it's within 1 or 2 days of milling. And most of the time, our mill house is cold in the wintertime. And so we just have to bring the flour into the bakery to warm up. But with stone milling, since everything is milled all together and the germ and the oils are in there, it's most aromatic and most flavorful as soon as you can use it. It's a bit more fragile, takes a bit more careful handling when it's very fresh, but it's possible. Yeah, it really for us was about being able to, when we first were exposed to fresh milled flour, the thing that came to our minds first is, when I would think about flour historically and try and put descriptors in my mind, if somebody were to ask me, like, describe your flour, I would think white or dust or I don't know, innocuous. But whenever we were first exposed, the first time we were exposed or given some fresh milled flour that was shared with us by a fellow baker from North Carolina, what struck me was the aroma. Like, I had never smelled anything like it. Like, I was immediately transformed to the fields where it was grown. Never before, when I was thinking about wheat, was I thinking about the word terroir, right? And thinking about the soil it was grown in, or the cover crops that were grown before that, the clover or the peas, and how that affects the aroma of the grains and the aroma of the individual varieties. And so we very quickly learned that in order to capture these individual qualities of these grains, whether it was wheat or rye or different varieties of wheat, it made the most sense to me to do it at its peak when it was the most aromatic, because what do we want to do other than as bakers or people involved with food, but to make the best possible tasting food we possibly can. And so naturally it just made sense to use it as fresh as possible when that aroma was as strong. And it's always chasing that better taste, in the way for us to be able to do that was by using it as fresh as possible. And in the baking, we had to make some changes. Yep. So switching from white flour to milled, and we sift much of our flour. We had to lower our inoculation, so use a smaller amount of sourdough because it was so much more energetic. There was so much more activity with the fresh flour, so we had to lower the amount of sourdough we would use. We also used to use 2.5% salt in our breads, and we found that the flavor of the fresh flour was so pronounced, you didn't need as much salt in it. So now I think we're about 2.2% in that same way. Maybe I'll just add that I'm not sure if it's the same here, but in the States, a lot of home bakers are also purchasing these small tabletop mills, and so there is this kind of leap from being able to mill directly into the bowl. So still warm, fresh flour right into the bowl. And working with the white flour that you were speaking of, but I think because there's this option now, more and more people are tasting breads like what Blair and Andrew are making, and developing this curiosity for why does this taste different, and why does this look different, or why is this so much
better than anything I've ever had before or different. And then moving into, okay, how do I work with this flower? How do I make these adjustments, like lowering the inoculation or increasing the hydration, and then getting so hooked on it that they end up buying these small mills and becoming very dedicated, but also really adjusting. I think there is this, whenever there's expectations involved of like, I want this thing that looks like this because I saw someone make it and I want to replicate that. There is this kind of adjustment of expectations that I think has to also happen. And again, it's like keeping that open mind and responding to what the flower is wanting and responding to how it's fermenting and responding to how it's baking and going from there. So I think it's important to keep that open mind. So, eine Frage war da hinten noch und diese noch. Thank und you. Vielleicht auch die. So, wir müssen einmal bitte, einmal dahinter. Wir gehen der Reihenfolge nach. Ja, genau. Zwei Fragen an den Bäcker und an den Müller, zwei Fragen. Und zwar, der Mühlstein hat die geradlinige Felderschärfe mit den parallelen Nebenfurchen aufgewiesen. Wie ist denn die Mahlfläche behauen? Gibt es hier noch eine weitere feinen Furchen, die mit einer feinen Pille gemacht werden? Das war diese Frage, technische Frage. Und die zweite Frage zum Mehl. Wie geht ihr mit den Keimlingen im Korn um? Was macht ihr mit den Keimlingen? Wie werden diese vermahlen? Danke. Ich denke mir, die Frage ist sehr speziell. Ich weiß nicht, ob man euch zusammenbringen soll nachher für eine Diskussion, aber ich versuche es mal so grob zu übersetzen. Ich denke mir, der Mühlstein, the question was the millstone that we saw in the picture, because they had this like long and kind of like so yeah. See, I'm missing the. So The furrows? yeah. like the okay, pattern of yeah, the stones, right. yeah. And then is there a special pattern even like on the stone, or is it I bet it is. But then the second question I think was more like, how do you work with was mit den Keimlingen? Mit den Keimlingen, ja. How you work with the germ in the mill? Like, do you have a special approach to deal with that? The surface of the stone is a little bit rough. The furrows is what we call the grooves, the lines in the stone. Yeah. Oh, there. Furrows. Yeah, furrows. So it's like a farm term. The furrows are and then the land. The lands is the flat part. If you were plowing a field, you would plow a furrow into the land to plant the seeds. The furrow is shaped a certain way to convey the grain through the stones, and then the lands are rough. They feel like coarse, like a sandpaper, and that grinds the flour down. Our approach is that the furrows will break the grain and try to peel the bran, the outside of the grain, off, but then the germ with the oil in it is mashed. It's mixed into the flour, and so as it goes around, that germ is spread into the flour, and the bran comes off in pieces, but the germ is all inside. Alles klar. Ja. Die Mahlfläche, die rau ist, wie wird die rau gemacht und rau gehalten? How do you keep the surface like so rough like that? How do you make it first? Make it so rough? It's a hammer, a type of hammer with teeth in it. Yeah. Yeah, bush hammer. Alles klar, danke. Yeah, it looks Miller's like that. language. Yeah. With natural stone, over when you use it, it gets smoother. It gets flatter, and so depending on how much you mill, you have to sharpen the stones. You have to make them rough again. But we feel that with the granite, you can maintain your stone to make optimum. You can keep it very sharp,
and make nice flour. You can also, if you keep it rough all of the time, then the bran, the outside, gets ground up very fine as well. So if you want whole grain flour that's very fine, you can do this with your stones. Okay, thank you. The Mikrofon. Bist du einmal hier rüber, bitte? So, erst zu Jens. Ich habe nur eine Frage zu dem Getreide. Wo das Wissen herkommt zwischen dem, was ich als Bäcker weiß und was der Landwirt weiß, was am besten anzubauen ist. Ob das alles ausprobiert haben oder ob es so eine einfache Anfänger-Fachlektüre gibt, weil ich habe das Schöne, ich habe jetzt 2 Landwirte bei mir und die bauen für mich an. Ich könnte denen auch anderes Getreide geben, was die für mich anbauen würden. Aber ich weiß jetzt nicht, was am besten ist und die wissen es vielleicht auch nicht, weil die machen das eigentlich nur zur Fruchtfolge. Es ist eigentlich eher Zufall, dass ich es verarbeite. Also zurzeit haben wir Lichtkornroggen und Weizen, weiß nicht mal die Sorte, welche da verwendet wird. Das ist alles biologisch angebaut, aber vielleicht kann man da halt Verbesserungen schaffen, weil wenn ich denen Getreide geben würde, dann würden die es auch für mich anbauen, aber woher weiß ich, was bei uns am besten wächst? Also. Ja, das ist ein guter Punkt. So the question was like, what is the where is this connection, or where do you get the connection between, say, like a grain that is developed in the bread lab and is tested there, and then they probably ship it out then to you to test it, but the farmer might not know it. So the farmer might not know how to grow this. Like, how does he learn? From whom does he learn, and from whom do you learn? So basically, is there like a support system that like helps you learn all these things? Yeah, absolutely. We're very, very lucky regionally to have universities that are planting test fields on farms around, like for us around Vermont. Several of the farmers that we work with have test plots that they work with the universities to receive these varieties of grain and to grow them out over a series of years. And at the labs at the university, they mill it. They do bake tests, so they bring in a community of bakers every year when these test plots are harvested. And we basically, this group of like 5 to 10 bakers get together and they do blind testing and evaluate the grains based on certain parameters, from like just anecdotal, like how does the bread taste? How does it look? How did it ferment? And then the information is revealed about the specifications, the quality of the grain, the protein, the falling number, and all these other things. So we're very lucky to have these systems in place that involves the community of bakers and the farmers. And based on these results, then the farmers can go to the university, have conversations, and then choose and work with the bakers to decide what will work best in their fields and for the farms. The Bread Lab also hosts a conference. It's been a few years since they've done it, but that was called the Grain Gathering. And there are many other groups like this where we have a conference in different parts of the country, and it brings together the farmers and some millers and bakers, and it's a good point to do talks like this and workshops and just to share information, to teach each other all of this information. So, also ich denke, die Antwort war überwiegend, dass auf jeden Fall für unsere Ecke ist es dann über die Universitäten, die dann spezielle Programme haben und ein reger Austausch dann stattfindet mit die Universitäten dann halt, dass auch diese Trial Fields haben, also extra, oder auch an die Farmen rangehen und sagen, hier, das ist was Neues, probiert das doch mal in der Ecke und guckt mal, wie es für euch funktioniert. Das braucht natürlich eine große, auch einen Willen von den Farmern, von den Landwirten, das dann auch auszuprobieren. Also da ist schon sehr viel involviert, aber es gibt sehr viel Austausch wohl in diesen Hinsicht. Da muss man wahrscheinlich ist das regional sehr unterschiedlich, ne? Welches Land das da irgendwie so ein System hat und vielleicht sogar welches Bundesland oder so. Ne? Ja, das Gleiche gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz auch. Herbert Völkle ist ja noch da. Ja. Mit dem sollst du dich mal verbinden, glaube ich. Er kann dir mehr dazu sagen. Okay, eine Frage machen wir noch, dann müssen wir euch leider in die Pause schicken. Sarah, did you have another thought? It's okay? I just wanted to talk about population weights for a second, if we have time. Yeah.
So there's also, Blair had mentioned briefly about population wheats, which are also being developed by the Bread Lab. And what's interesting about these sort of blends of different types of grains in one field is they're sort of being developed in Washington State, where the Bread Lab is located, but they're also being trialed in different locations across the United States. And with the idea that these populations, these different grains, they express themselves differently according to the soil, the terroir, but also the climate. And, that response can be one thing one year, obviously, because the climate always changes. But over time, that sort of stabilizes and has greater flexibility to produce benefits to the farmer in terms of yield. But also really respond to, if you have a greater diversity in the field, if it's really hot and dry one year, one type of grain that's more drought tolerant may be able to thrive that year, whereas for, if they were growing a different type of grain, that might just completely fail. So there's, I think it's interesting to have this idea of, rather than just growing like one type of wheat or developing just one type of rye and then seeing how that performs in different climates, let's put together this whole sort of melange of different types of grains to give a little bit more flexibility, especially as our climate is going through these huge swings of drought or flooding or different temperature. So I think that's really cool what they're doing as well. And I think this is happening in many different places. I know in Italy and different parts of the world, it's been a practice for thousands of years, and it's now just sort of coming back as an idea. But I think it's a pretty cool thing that they're doing as well. Ja, also die Idee, was wir auch heute schon von einigen anderen gehört hatten, dass man halt verschiedene Getreidesorten dann auch mischt oder auf einem Feld verschiedene anbaut oder dass das dann alles, ich glaube von den italienischen Besuchern hier, das war ja auch dann diese Idee, dass das alles zusammen angebaut wurde und dann vermahlen wurde. Aber die Idee ist nicht neu, aber ich denke mir, was man sich in Amerika vorstellen muss, ist natürlich, das ist so, als wenn eine zentrale Stelle versucht in ganz Europa ein Programm durchzuziehen, das halt irgendwie alle Farmers von Nordnorwegen bis Südspanien erreicht. Na, und das ist ja eigentlich ein Riesenunternehmen. Deshalb ist das auch einfach so schwierig. Die USA ist da bisschen wie so ein Tanker, ne, wo man da wirklich ganz langsam Sachen bewegen kann. Aber es passiert halt auch sehr viel, weil ja auch sehr viel Sachen relativ unbürokratisch sind und dann wird einfach gemacht und ausprobiert und getan und dann passiert das halt vielleicht ein bisschen schneller, aber es ist auch einfach noch in den Anfangsphasen. Okay, wir trauen uns noch eine Frage. Da hinten war... Achso, du bist schon ausgestattet. Genau. Gut. Eine Frage, one question. Thanks for your presentation, was very inspiring. I'm just wondering how to bring more whole meal flour to the customer, and because you talked about your transition from flour to whole meal flour, is it very tricky? Is it a matter of blending it in the beginning, how you mentioned it, or is it educating it more, or is it a question about milling, how to mill it more like finer, or Maybe that's a good question for Sarah, because you are teaching people. How did you get them to eat your delicious whole grain cookies? Sugar helps. Sugar and butter, sometimes cheese. Yeah. No, the proof is in the pudding, and I personally, I would rather just make something that's delicious and just let it speak for itself, rather than trying to sell it for something that is virtuous or superior, because that's not my goal. Is I don't want to try and prove that something is better than something else, because we have
many different tastes and preferences, and I think there's a place for lots of different things. But what I'm passionate about is this whole grain, and so I think sometimes it's a matter of producing something that just is interesting and unique and maybe a little bit different. And I think that sometimes when the customer doesn't have a frame of reference, they just taste it for what it is and accept it for what it is. And they either say, yes, I love this, or no, that's not for me. Whereas when you're trying to, and I think that what Blair and Andrew did was actually quite brave, going from producing something very recognizable with a certain type of flower to completely changing that whole system and trying to retain your customer base. That's a very challenging, that's very challenging. I, started with a full-time job. I wasn't relying upon my baking to support me in the beginning. And so I just made what I was interested in. And when I changed to whole grain baking, I just said, you know what, I'm going to make 100% einkorn breads now this week. If you like it, great. If not, But I was able to organically grow an audience in that way, which I think is a privilege. But I think that being sort of true to your passion, you bring people in and the rest falls away, but it keeps you on a path toward incorporating more, but also, there is this curve of like learning how to use it as well. So I think they go hand in hand. Totally. I agree 100%. And I think that seeing and talking to so many bakeries that are trying to incorporate wholemeal flours and stone ground flours into their production, where they have a certain aesthetic and type of bread, more often than not, what they do is they take sort of the boiled frog approach. So I don't know. What do you like? Do you throw we throw the frog right in there. Yeah. No, so what you do is they start with 5%, and then they do 10% and 15% and increase the percent in their formulas. That helps ease the bakers and the education on the bakery side to, be able to use it to the best, to really gain understanding of how to incorporate it and to do it well. And also it eases their customers into it while taking your time to be able to educate them as well. So by doing that, you can start talking about what you're doing and kind of engaging. It's a great way to engage customers and to bring them into the process a bit more and let them know what the whys and the hows and engage in that sense. Ja. Aber abschließend würde ich noch sagen, dass was halt sehr interessant ist an den USA, ist, ich weiß ja von beiden Seiten kenne, ist einfach, dass der Vorteil, der riesengroße Vorteil ist, dass es was Sarah so schön gesagt hat, das ist die Menschen sind recht unbelastet, aber auch unbehaftet und sehr offen. Und das ist vielleicht so, kann manchmal für einige Bäckereien hier, die natürlich in sehr traditionellen Backländern leben, manchmal nicht so einfach sein, ne? Das Publikum dann so ein bisschen, weil da ist dann doch vielleicht mehr Tradition hinter, wo man dann etwas erwartet. Und das ist natürlich, das ist in den USA, das ist ein Riesenvorteil. Da ist dann doch mehr Offenheit da. Und der große Nachteil ist natürlich dann, dass alles erarbeitet werden musste. Also viel Wissen musste erarbeitet werden, weil viel Wissen gar nicht da war. Und da hat man natürlich die Traditionen hier, helfen da natürlich, wenn man eine große Basis an Grundwissen hat. Also wie man sieht, ist alles, am besten hat man natürlich den regen Austausch zwischen allen, weil dann hat man natürlich alles, dann kann man natürlich sehr viele Menschen erreichen und das ist ja alles, was am schönsten wäre. Ne? Maybe I'll just add one more thing that when I did the subscription, going back to the educational piece, I think it's very important. And the subscribers that I had every week, I would send them an email 3 or 4 days ahead of time saying, this is what you're getting, this is what it's made with, this is how it's made, how long it takes, because a lot of people don't know the process of sourdough baking. And also, here's how I suggest you might eat it or pair something else with it. And I think that was a really important key, especially in the beginning when
people were receiving, these heavy buckwheat loaves and, rye loaves and things that they had never eaten before, but were excited about. And so there became this kind of momentum of like, what's going to be this week, rather than I don't recognize that, so I'm not going to buy it. I'm going to go for the thing that I know I like, or I know my kids like, or whatever. So I think that it's a little bit different when you have a retail bakery, because you don't have quite that same interaction, but you can still do so through like a newsletter or, feature a farmer that you're working with, or a new type of flour that you're working with, and sort of pull attention in that way as well. Ich glaube, es war okay. Ja. Ja, das ist Wir angekommen. sagen ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr hier seid und auch noch bleibt und morgen backt.